Münzen mit kleinen Beträgen waren nach dem Ersten Weltkrieg sehr knapp. Städte und Kreise mussten als Ersatz Notgeld herausgeben, um den Handel auch mit kleinsten Beträgen wieder zu ermöglichen. Für Reparationen wurden Waren gebraucht und Geld gedruckt. Das erhöhte die Preise für alle. Die Mark hatte 1920 nur noch ein Zehntel des Wertes gegenüber dem Dollar von 1914, 1921 ein Hundertstel, 1922 ein Tausendstel. Weil der Krieg über Anleihen der Bevölkerung finanziert worden war, verloren viele ihr angespartes Vermögen. Mit der Ruhrbesetzung im Januar 1923 verschlimmerte sich die Lage. Die Reichsregierung rief zum passiven Widerstand auf, was zu Inflation und Arbeitslosigkeit führte. Kohle und Lebensmittel wurden immer knapper und teurer. Die Preise stiegen täglich. Die Reichsbank kam mit dem Drucken von Geld nicht mehr nach. Auch Städte und Kreise gaben wieder Geldscheine heraus. Die örtlichen Druckereien druckten Geldscheine in Millionenhöhe. Schuldner konnten ihre Schulden billig begleichen. Auch der Staat befreite sich billig von seinen Kriegsschulden. Nach dem Ende des passiven Widerstandes führte die Reichsregierung eine Rentenmark ein und alle waren sich einig, die Inflation damit zu stoppen. Ende 1923 blieben die Preise stabil. Ab dem 1. September 1924 wurde aus der Rentenmark wieder die Reichsmark. Die Arbeitslosigkeit wurde mit vielen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bekämpft. So wurde 1923 die Ruhr mit Muskelkraft begradigt. Nach der großen Wirtschaftskrise ab 1929 stieg die Not wieder. 546 Familien in Jülich erhielten Wohlfahrtsunterstützung. 616 von 10.000 Einwohnern waren 1931 arbeitslos. Die Armut konnte durch den Reichsarbeitsdienst gemildert werden, sodass zum Beispiel der Brückenkopf als Naherholungsstätte hergerichtet wurde. Ein großes Freilichttheater entstand, das von den Nationalsozialisten als Thingstätte genutzt wurde.